Das ist die junge Gemeinde gewesen in Riesa, die gehört zur Rieser Altstadt. Ja. Und das waren Jugendliche, die sich einmal die Woche abends getroffen haben. Zum Spielen, zum Lachen, zum Singen, also eine Freizeitgestaltung. Und da hat sich eine Gruppe herausgebildet, unter Führung natürlich eines damaligen Erwachsenen, die sich um die Mumien in Riesa gekümmert haben. Wir haben dann die Mumien ausgebuddelt. Also erst waren die junge Gemeinde da, dann die Arbeit in der Klosterkirche, die ganz interessant und aktiv war. Also wir wollten am liebsten jeden Tag dort arbeiten. Und daraus hat sich dann in der Klosterkirche dieses herauskristallisiert, Schwerter zu Pflugscharen, weil das aktuell wurde. Und da haben wir natürlich die Klosterkirche genutzt, nicht nur zur Führung für die Mumien, sondern haben dort Ausstellungen gemacht zum Schwerter zu Pflugscharen und Friedensbewegung, was in der DDR nicht erlaubt war. Wir waren natürlich der Meinung, was wir machen, ist alles erlaubt. Jugendliche dürfen das und hat sich das zugespitzt, bis es eskaliert ist durch die Staatssicherheit mit Inhaftierung, die ganze Sache aufgelöst, aufgeflogen. Wie alt waren Sie da damals? Also 16 bis 20 eigentlich. Inhaftiert waren wir 82, 83, also war es Ende der 70er Jahre. Wie hat sich das dann genau zugetragen? Unser Chef in Anführungsstrichen, der das die ganzen Jahre geleitet hat in der Klosterkirche, war der Manfred Jobe. Der war dann auch mal zeitweise nach der Wende im Bürgermeister in Riesa. Er hat den Wehrdienst verweigert, war inhaftiert und ist ausgereist. Und mit denen haben wir uns in Tschechien getroffen. Dass wir aber so beobachtet wurden, haben wir alles nicht gewusst vorher. Ne? Von Karlsbad zurück nach Riesa gefahren im Zug und wurden dann aus dem Zug rausgeholt. Okay. Also wir waren nicht in einem richtigen Gefängnis, wir waren nur in Untersuchungshaft. Ein halbes Jahr auf der Barzer Straße bei der Stadtsicherheit. Paragraph 99, landesverräterische Nachrichtenübermittlung. Klingt ganz schlimm und gefährlich. Und wie du dort behandelt worden bist, dass das 1982, 83 und DDR so ist, hätte ich nie, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, hier, du wirst ja nicht so unmenschlich behandelt. Also es war unmenschlich. Ich fand das schlimm. Und wenn wir raus sind aus dem Knast nach dem halben Jahr, wurden diese Arbeitshemdenmode. Das sind hier so Stehkragen und hell und dunkelblau gestreift Arbeitshemden. Das war unsere Knastkleidung. Die hatten wir einen Knast an. Und dann haben das die Leute auf der Straße angehabt. So, du hast ja nichts gehabt, du hast nur ein Bett gehabt, eine Schüssel, in der Schüssel war Plastikbesteck. Ich habe mit meinem Mann keinen Kontakt gehabt und nach außen auch bloß Briefkontakt und der wurde vorgelesen. Und wie das so war, zu DDR-Zeiten wurden die Kinder von Inhaftierten ins Heim gegeben. Und damit wurde ja immer wieder gedroht. Entweder sie kooperieren mit uns, entweder sie sagen das oder entweder und sonst sind ihre Kinder weg. Und die waren ja ganz klein. Wo wir entlassen sind nach einem halben Jahr, hat uns unsere jüngste Tochter gar nicht erkannt. Oh je. Aber noch ein Baby. Und damit kann man schon Druck ausüben. Ja. Und ich fand die Zeit ganz schlimm, aber ich bin davon stark rausgegangen, weil ich gedacht habe, jetzt erst recht. Also die haben das erreicht, was sie wollten, es war es noch runtergefahren. Okay, also es hat auch für andere... Es hat ja keiner von unserem Freundeskreis gedacht, dass man mit sowas Lappalien-mäßiges in den Knast kommen kann. Hätte ihm das einer vorher gesagt, hätte man nicht gesagt, um Himmels Willen, wenn du klaust oder was weiß ich, aber nicht wegen solchen Sachen, dass du Schwerter zu Pflugscharen aufhängst und was weiß ich. Und lilane Tücher nähst. Wir sind abgehauen. Wir noch in der Bewerbungszeit sogar den Antrag gestellt, nach Ungarn, da braucht man ja ein Visum und hatten Bob Dylan-Konzert, Karten und hatten einen kleinen Trabi und da waren 3 Schlüpfer drin und 3, weil wir ja wirklich Angst hatten, dass die an der Grenze, wir haben das Visum gekriegt, also wir durften fahren. Und da haben wir natürlich die Sache genutzt und waren dann weg, durchweg nach Fulda und haben dort ein paar Jahre gelebt. Wir sind ja zu Freunden, auch, also wir hatten ja auch einen Freundeskreis gleich wieder dort und auch, also uns ging es dort wirklich gut. Deswegen hatten Sie sich auch die Stadt ausgesucht. Ja, dann kam die Wende, dann waren schon in der Nacht die ersten Freunde bei uns, auch aus der Junggemeinde, aus der Kirchgemeinde. Das waren die ersten, die nachts klingeln wurden. In der Nacht, wo die Grenzen auf waren, waren die schon, am nächsten Tag waren die da. Wenn das jetzt ein halbes Jahr eher gewesen wäre, oder ein Dreivierteljahr, da wären wir nie abgehauen. Da hätten wir hier gekämpft, dass es hier weitergeht. Zu DDR-Zeiten war ja so, die Bäckerei, das waren die großen Stadthäuser und da war die Miete 0815 und da hast du eine Bäckerei drin gehabt und nun konntest du das aber kaufen. Ja, aber für wen?
Das war natürlich immer ein Prozess, den wir uns lange überlegt hatten. Jetzt hatten wir unsere schöne Freiheit. Die Kinder hatten alles, sie waren im Kindergarten, in der Schule, waren integriert. Lief alles ganz gut. Und dann sind wir dann doch zurück. Die Bäckerei haben wir das Jahr 2001 übernommen. Die Eltern haben ja weitergearbeitet. Ja, haben bei den Eltern mitgeholfen. Nur er hat ja keinen Nachfall, er musste ja das Haus kaufen und dann renovieren, ein neuer Backofen. Das musste ja alles ein bisschen technisch angeglichen werden. Ja. Wir haben dann mitgearbeitet, aber die Bäckerei übernommen hat mein Mann 2001. Dann habe ich vor 20 Jahren das Kaffee übernommen. Und da haben wir ganz schön gewerkelt bis jetzt. Also wir sind ja beide, mein Mann hat nach der Wende dann eine Umschulung zum Bäcker gemacht. Der war ja bis zur Wende dann auch Musiker. Und hat dann in Fulda als Schlosser gearbeitet, die 3 Jahre. Hat er umgeschult zum Bäcker. Und hat dann einen kleinen Bäckermeister gemacht, gleich hinten dran. Das ging noch, weil die waren dann alle überfordert nach der Wende. Was ist jetzt mit Umschulung? Gab es noch gar nicht. Und das war alles noch neu und darum ging das für ihn so reibungslos. Er konnte sofort in 2 Jahren einen Bäcker machen und dann gleich einen Meister dran. Und wir sind dann hier rein und das hat geklappt. Dass Sie hier so Kulturangebote oder Musikangebote mit haben im Café, war das dann auch schon von Anfang an? Das ist dadurch, dass mein Mann hier Musiker war oder ist, das spielt ja heute noch überall mit hin. Das sind auch alte Freunde von ganz früher, immer noch zusammen. Auch die ganze von der Jungen Gemeinschaft sind wir heute noch eng zusammen mit vielen, wo wir Geburtstag feiern und Freunde haben. Und das sind zum Teil Musiker aus der Elblandphilharmonie. Dann hat er andere Freunde, mit denen spielt er schon 40 Jahre zusammen. Und schaffen Sie es auch noch, einen Freizeitausgleich zu haben? Ja, ich gehe wenigstens noch singen. Schön. Ich singe im Kirchenchor. Ah, schön. Und gerne. Mit dem Bläserensemble, da haben wir große Weltreisen schon mitgemacht und da durfte ich dann immer mit. Weil das immer unser Jahresurlaub ist, weil wir uns keinen anderen Urlaubszeitraum leisten können. Du kannst ja den Laden nicht zumachen, das geht nicht. Und da haben wir schon schöne Erlebnisse gehabt mit der Musik. Südafrika und Namibia und Chile und Russland, Baikalsee. Also haben Sie das Gefühl, dass die jüngeren Generationen ein Interesse an der Zeit hat? Also meine Kinder damals, die sind ja reingeboren, nicht, die waren schon ein paar Jahre alt, aber die sind ja reingewachsen. Die hatten kein Problem, gar nicht. Überhaupt kein Problem. Und ich habe das Problem heute nicht mit Ossi und Wessi, da könnte ich explodieren. Wir sind Deutsche und wir sind hier, also ich verstehe das nicht, da gehe ich kaputt. Es gibt kein Ossi und kein Wessi in dem Sinne. Für mich, für uns jedenfalls nicht. Und ich gibt es bei der Jugend eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, dass das wenn du manchmal die Zeitung aufsiehst, ist manchmal jeden Tag die Überschrift drin, gerade in der Wende jetzt in der Zeit, wo das wieder der Jahrestag war. Immer wieder steht Ossi und Wessi in der Zeitung drin, warum? Und wenn ich hier Gäste habe oder wenn du Kunden hast, die sind für dich alle gleich, egal wo die herkommen. Und wenn die hier dran sitzen und sagen, oh, wir kommen aus München, hier ist aber schön bei Ihnen, was weiß ich, da freue ich mich. Aber deswegen, wir sind ja alle in einem Land und das soll doch wachsen und machen. Es ist vielleicht noch nicht dort, wo es sein sollte, aber das müssen wir doch mit fördern und nicht umgedreht. Hat jeder seine eigene Einstellung, ich habe halt eine positive Einstellung dazu. Ja, wir haben so ein schönes Land. Also